Schock am Wochenende und damit hallo und ganz herzlich willkommen an diesem Sonntag. Denn die Hauptstadt ist offenbar nur knapp einem Blutbad entkommen. Ein IS-Anhänger aus Libyen hatte mutmaßlich einen Terroranschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant. Laut Bundesanwaltschaft konnte die Polizei den Beschuldigten gestern Abend festnehmen. Einheiten des SEK stürmten ein Haus in der Nähe von Berlin. Der Libyer Omar A. gilt als Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat und er soll ein abgelehnter Asylbewerber sein. Was wir bislang wissen, dazu Perdita Heise. Die Botschaft des Staates Israel in Berlin wird rund um die Uhr bewacht. Dennoch war sie Ziel eines islamistischen Anschlags. Mutmaßlicher Drahtzieher der Terrorpläne Omar A., ein 28-jähriger Libyer. Im Haftbefehl legt ihm die Bundesanwaltschaft zur Last: Omar A. ist Anhänger der Ideologie der ausländischen terroristischen Vereinigung Islamischer Staat. Spätestens seit Oktober 2024 beabsichtigte er, einen öffentlichkeitswirksamen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin zu verüben. Zur Planung des Vorhabens tauschte sich der Beschuldigte in einem Messenger-Chat mit einem Mitglied des IS aus. Hinweise ausländischer Geheimdienste brachten die Ermittler auf die Spur des Mannes. Nach Recherchen der Bild-Zeitung soll er im November 2022 nach Deutschland eingereist sein. Doch im September 2023 wurde sein Asylantrag demnach abgelehnt. Obwohl er eigentlich nach Libyen abgeschoben werden sollte, lebte er bis jetzt in Bernau, nördlich von Berlin. Am Abend wurde er in seinem Wohnhaus unter Terrorverdacht festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Der israelische Botschafter Ron Prosor bedankte sich für den Schutz der Botschaft und betonte, der muslimische Antisemitismus beschränkt sich nicht auf hasserfüllte Rhetorik, sondern fördert den weltweiten Terrorismus. Die Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind besonders gefährdet, weil sie an vorderster Front der Diplomatie stehen. Möglicherweise wollte der Tatverdächtige nach dem Anschlag zunächst nach Nordrhein-Westfalen zu seinem Onkel in St. Augustin flüchten und sich danach ins Ausland absetzen. Auch diese Wohnung wurde inzwischen durchsucht, mögliche Beweise gesichert. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wird der Onkel bislang jedoch nicht als Beschuldigter, sondern als Zeuge befragt. Angesichts der jüngsten Bedrohung warnt Justizminister Buschmann vor einer sehr ernsten islamistischen Terrorgefahr in Deutschland. Der Schutz israelischer Einrichtungen in Deutschland ist besonders wichtig in diesen Zeiten, in denen fanatischer Israelhass und Antisemitismus weltweit Zulauf haben und der islamistische Terrorismus immer neue Anhänger findet. Man werde weiterhin alles daran setzen, dass die gefährlichen Pläne der Israelhasser und Antisemiten nicht aufgehen. Und vor wenigen Minuten hat sich die Bundesanwaltschaft zum Verdächtigen geäußert. Gegen Omar A. besteht der Verdacht der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Nach unseren Erkenntnissen ist er Anhänger des sogenannten Islamischen Staates. Spätestens seit Oktober 2024 soll der Beschuldigte einen Schusswaffenanschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben. Und hierzu stand er auch nach unseren Erkenntnissen bereits in Kontakt mit einem Mitglied des Islamischen Staates. Und zugeschaltet ist mir jetzt der Bild-Chefreporter Frank Schneider. Ja, wie genau ist man denn diesem verdächtigen Libyer auf die Schliche gekommen? Ja, es ist eigentlich wie immer. Es liegt an den ausländischen Nachrichtendiensten, die zum Glück sehr aufmerksam sind und die auch andere Möglichkeiten haben als die deutschen Sicherheitsbehörden. Das ist ja genau das Problem, was ja viele Innenminister immer bemängeln, dass in Deutschland die Möglichkeit mit dem Datenschutz so gering sind, diesen Leuten auf die Spur zu kommen. Und die amerikanischen und auch teilweise anderen Geheimdienste, auch die Israelis, haben da andere Möglichkeiten. Und er hatte Kontakt zum IS. Und das ist genau das Schlüsselloch, wo dann eben die Geheimdienste sehen, da nimmt einer Kontakt auf. Denn man muss eins wissen: Omar A. war überhaupt nicht auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden in Deutschland. Das heißt, er war unter dem Radar, er war einer dieser sogenannten einsamen Wölfe. Und ohne diesen Hinweis der Nachrichtendienste wäre man ihm nicht auf die Spur gekommen und es wäre wahrscheinlich zum Anschlag gekommen. Du sagst schon, er war nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden. Was weißt du, was weiß man mittlerweile über diesen IS-Anhänger? Ja, bislang ist die Polizei da auch etwas beunruhigt. Das ist so ähnlich wie bei dem Solingen-Attentäter. Auch der war nicht auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden. Er galt auch nicht als Gefährder, auch nicht als relevante Person. Er war auch nicht aufgefallen durch irgendwelche staatsschutzrelevanten Straftaten, wie das im Amtsdeutsch heißt. Und deswegen ist die große, große Sorge der Sicherheitsbehörden nun, dass sich da viele Menschen radikalisieren, Kontakt zum IS aufnehmen. Das ist natürlich über das Internet wahnsinnig einfach, über Telegram und anderes. Teilweise schreibt der IS auch Leute über Social Media
Accounts an und versucht sie zu radikalisieren, versucht sie anzuleiten zu Straftaten. Und ja, die Sicherheitsbehörden sind wahnsinnig alarmiert, weil sie sagen, wir haben so ein wenig momentan einen Kontrollverlust. Wir wissen gar nicht, wer ist da überhaupt alles in Deutschland. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass er längst hätte abgeschoben sein müssen, wie auch der Solingen-Attentäter, dann zeigt sich genau, was viele Sicherheitsexperten immer befürchtet haben. Wir haben in Deutschland einen Kontrollverlust durch diese massenhafte illegale Migration und auch unkontrollierte Migration und eben auch, weil wir überhaupt nicht mehr abschieben. Dankeschön, Frank Schneider.